hängen heute noch fest im Modell einer repräsentativen Demokratie, das sich aber bereits weitestgehend verändert hat. Die bürgerliche Kraft der Bildung, die dieses Modell einst zusammengehalten hat, ist schon längst ersetzt worden durch den Glauben an das Geld und das Perfektionsmodell wirtschaftlicher Macht. Demokratie ist kein Wert an sich, sondern lediglich ein Formalgehäuse für Werte, wie sie einst vorlagen. Diese Werte aber sind heute obsolet. Unser deutsches Grundgesetz ist gut 70 Jahre alt, die Verfasser sind tot und ganz andere Ideen und Menschen sind herangewachsen. Der weltweite Einfluss globaler Ideen und Kräfte verändert die Bedeutung der Sätze des Grundgesetzes. Was vor 70 Jahren eine bürgerliche Welt vor Augen hatte, ist verschwunden. Diese Welt gibt es nicht mehr. Das Verschwinden der Gegenwelt der Werte bedeutet nun, dass der Staat sich selbst in sich selbst zum Wert erhebt. Der Staat ist in sich selbst aber kein Wert, sondern er empfängt seine politischen Werte von außerhalb seiner selbst. Demokratie ist der Jahrmarkt der Meinungen. Demokratie geht davon aus, dass sich das Beste im Meinungsstreit durchsetzt, also eine Art Kapitalismus der Ideale. Doch so wenig der Kapitalismus alle reich macht, so wenig hilft die Demokratie allen. Vor allem hat die Demokratie die Frage der Machtübergang. Demokratie ist eine Herrschaftsform, in der Macht vom Volk ausgeht. Um nun aber den Legitimitätsanspruch dieser Herrschaftsform aufrechtzuerhalten, braucht es den mündigen Bürger, der unabhängig denkt und eigenständig handelt. Im Jahr 1918 schrieb Edward Bernays sein Buch Propaganda. Von Bernays haben die USA und in der Folge alle westlichen Gesellschaften gelernt, wie man mit den Medien die Massen steuert. Abgeschafft ist der sich selbst informierende, mündige Bürger. Die Mehrheit wird über die Medien dorthin gesteuert, wo man sie haben will. So informieren die Medien nicht, sie kontrollieren die Macht auch nicht, sondern sind korrupt und arbeiten ihr zu. Es ist normal zu lügen, so Edward Bernays Theorie, die sich überall durchgesetzt hat zur Beherrschung der dummen Massen, genau wie schon im 16. Jahrhundert bei Machiavelli. Die erfolgreiche Staatsdoktrin: belüge dein Volk, natürlich mit allen Mitteln. Kaufe dir die Glaubwürdigen, die Ärzte, die Wissenschaftler, Denker und Popstars, und du bestimmst die Kultur. Setze bei den geistig Schwachen an, bei den Kindern. Bernays und seine Nachfolger haben all dies als Lehrsatz festgelegt. Heute stellen dann Thinktanks den Konsens her. Die Demokratie ist abgeschafft. Eigentlich liegen alle Methoden offen auf dem Tisch und werden an den Universitäten auch gelehrt. Und auch die Populärkultur weiß davon zu erzählen. Es kann sich aber niemand, der an der Gesellschaft teilnimmt, den gemachten Wirkungen entziehen. Daher gibt es keinen nennenswerten Widerstand und alle schweigen und machen mit, weil sie überleben wollen, wie im Kommunismus oder Nazistaat. Politiker können sich an der Macht halten, wenn sie das System kennen, zum Beispiel aus der DDR. Angela Merkel hat so weitergemacht wie in der DDR schon gelernt. Hauptaktion schweigen, umsetzen, was der Konsens ist. Es ist ganz einfach und geschieht vor aller Augen, ohne Pomp und Marschmusik. Denn die Ideologie ist innen und umkleidet alle Bedürfnisse. Dagegen ist natürlich das Christentum mit seinem Kampf gegen die Begierden, mit seiner Kritik an den Bedürfnissen machtlos. Darum schwindet es, denn das System verspricht uns heute alles jetzt sofort. Demokratie ging einstmals einher mit dem Wunsch ständiger eigener Verbesserung und der Freude am anderen und dem Wettbewerb. Demokratie gelangte einstmals über das Zuhören zur Korrektur und Verbesserung der eigenen Ansichten. Man hat sich nicht geschont, sondern zwischen Hören und Sagen etwas dazugelernt. Die heute verbreitete Einstellung der politischen Korrektheit hat dagegen mit der notwendigen Auseinandersetzung im realen Leben nichts zu tun. Unsere Demokratie ist eine der Durchsetzung der eigenen Meinungen. Da geht es nicht um Wahrheit und um Gott, sondern um mich. Es herrscht nicht das Volk, sondern die am trickreichsten vorgetragene Meinung setzt sich durch. Dahinter steht kein Wahrheitsanspruch. Es geht um die bloße Freude an der Macht.
denn die Inhalte sind ja austauschbar. Zudem behindert einer den anderen und alle wollen nach oben. Und so ist es ein ständiges Klettern über die Leichenberge anderer, die man selbst ausgestochen hat. Man kommt so über den eigenen Tellerrand nicht hinaus. Darüber hinaus bekommen die Abgeordneten jede Woche tausende Seiten an Informationen, die sie kritisch lesen sollen. Das geht gar nicht. Man kann auch nicht erwarten, dass jene, die gewichtige Entscheidungen treffen, gebildet, informiert oder gar weise wären. Unsere Demokratie ist ein reiner Blindflug. Die Demokratie schafft sich gerade zur Autokratie der global mächtigsten Krämerseelen. Deren heilige Schrift sind die gottbefreiten Menschenrechte, wie sie sich in den United Nations niederschlagen. Ihr Bild vom Menschen ist ein blind materialistisches, ohne Kultur und Zusammenhalt, also ein Trug- und Traumbild, das ideologisch ihr gottloses Weltbild fortsetzt. Wie kommt es aber zum Sieg eines solchen Systems und seiner Menschen über alle Menschen? Der Grund für den Erfolg der Welt ohne Gott liegt offensichtlich darin, dass sie auf der realen Welt unter Ausbeutung der realen Welt eine menschengemachte Kunstwelt aufbaut, eine Art Schlaraffenland. Es sind die Wünsche und Bedürfnisse, die Meinungen und Gefühle, die Leidenschaften von Menschen, die regieren. Dies ist die Katastrophe schlechthin, denn man geht ja davon aus, dass alle Menschen und damit auch alle ihre Gefühle gleich wären. Was sie ja niemals sind und was uns doch auch unsere alltägliche Erfahrung immer wieder vor Augen führt. Damit nun aber alle das Gleiche fühlen, muss man auch die Welt für alle gleich machen. Daher lehnt man heute natürliche Grenzen und Unterschiede als Sexismus, Rassismus und Diskriminierung ab. Jemanden zu fragen, woher er kommt, ist nach diesem Denken Rassismus. Dabei ist es doch eigentlich genau andersherum. Indem man nicht fragt, woher er kommt oder wo seine Wurzeln liegen, löscht man etwas aus. Diese Eliminierung ist gewollt. Man kann dann aber, anders als dieses Denken es behauptet, nicht mehr sagen, dass die Person irgendeine Bedeutung hätte. Diese nach allen Regeln der Kunst vermenschte Person, dieser von allen Unterschieden befreite Mensch, ist ein Sklave, ein austauschbarer Arbeitnehmer und Konsument, ohne Wurzeln, ohne Bindungen, ohne Verantwortung, ohne Sinn. Freiheit bedeutet auch, dass der Mensch nicht Sklave seiner Bedürfnisse und seiner Gier ist. Doch sich etwas anderes überhaupt vorzustellen als all das, was diese Welt uns ständig und überall anbietet, ist für die meisten Menschen heute schon ausgeschlossen. Die Menschen haben zu denken und zu fühlen, wie man es ihnen vorgibt. Die Innerweltlichkeit, die uns heute geblieben ist und überall bejubelt wird, ist daher letztlich ein Unterwerfungskonzept. Sie lässt die Möglichkeit, dass es anders sein könnte, gar nicht mehr zu. Der Mensch ist eine Brücke, sagte Nietzsche. Erst morgen wird es Wohlstand für alle geben, Klimagerechtigkeit, alle werden gleichberechtigt und gleich sein, jeder glücklich und gesund, alles enkeltauglich und nachhaltig. Immer winkt man mit irgendeiner besseren Welt von morgen, vernebelt und verklebt mit Universalbegriffen, die aber heute hier das eine und morgen dort etwas ganz anderes bedeuten können. Huxley warnte, der Glaube an eine größere und bessere Zukunft ist einer der mächtigsten Feinde gegenwärtiger Freiheit. Der Mensch glaubt heute nur noch an sich selbst, er glaubt an sein eigenes Denken und Glauben und was er für gut hält. Er kann Sozialist oder Kommunist sein oder an irgendeinen Gott glauben, das ist ganz egal. Das Ziel ist für alle ein und dasselbe. Alle Glaubensarten der Geschichte und auf der Welt wollen nur das eine, nämlich eine bessere Welt für alle. Daher müssen dann natürlich auch alle gleich sein. Das geht nicht ohne ein totalitäres Gesamtgefüge und nicht ohne damit zwangsläufig einhergehende Endlösungen, also die Vernichtung derjenigen, die in diese neue alternativlose Welt aus welchen Gründen auch immer nicht passen. Wenn es nun aber ein Schlaraffenland gäbe, in dem unser Ich zum wahren Ich würde, wie es so oft verheißen wird von den Propheten dieser Welt, den Gurus und Verführern,
Wenn also auf dieser Erde alle Erkenntnisstufen durchlaufen wären und alle Ungerechtigkeit beseitigt, wenn es keine Not, keine Gewalt mehr gäbe, der Alterungsprozess und alle Krankheiten besiegt wären, was wäre dann aber eigentlich gewonnen? Nichts. Für all diesen vorüberziehenden Unsinn in der Welt steht Jesus Christus nicht. Wenn auf dieser Erde umfassende Glückseligkeit wäre, wie es die Kommunisten wollen und die UN oder die EU, dann bräche die große Sinnfrage des „Was soll das alles?" umso deutlicher hervor, und niemand hätte eine Antwort. Denn eine vollkommene Welt der Glückseligkeit ist keine Antwort, sondern eine Ablenkung von Gott, dem Sinn des Lebens und der Wahrheit. Das alles Streben nach einer vollkommenen oder auch nur minimal besseren Welt ist nicht nur vergeblich, sondern ein Tun am falschen Platz. Gäbe es das Schlaraffenland, der Mensch würde sich mit seinen Wünschen langweilen und sich am Ende selbst umbringen, weil ein solches Leben sinnlos ist. Alle die diese Welt verbessern wollen und sagen, dass das Gottes Wille sei, führen die Menschen in die Irre ihrer eigenen völligen Sinnlosigkeit, denn am Ende ist nichts. Die Frage des Auskostens des einen Lebens, das wir haben, wird durch die Schaffung einer perfekten Welt nicht beantwortet. Nicht nur, dass die menschliche Gier alles verderben würde, aber nehmen wir einmal an, es würde gehen und alle Menschen würden nur noch ohne Gier handeln. So hätte noch keiner ein Gebet der Liebe gesprochen und die Frage nach der Ewigkeit wäre noch gar nicht gestellt worden. Und es gäbe auch keine Antworten mehr darauf. Gott hat uns das Leben nicht für die Lust gegeben, sondern um ihm ähnlicher zu werden. Um sich nun aber vom menschlichen und menschengemachten Wahn eines besseren Morgen zu befreien, muss man kämpfen können. Man muss die Tür zu einem Freiraum aufstoßen, der aber durch das Ich verschüttet ist. Man kann es die Philosophie des Me, Myself and I nennen oder althergebracht die anthropologische Wende. Diese wurde und wird auch in der Theologie des Westens jubelnd gefeiert. Verschwiegen wird, dass man damit den lebendigen Gott abgeschafft und zu einem intellektuellen Gegenstand des eigenen Denkens, Fühlens und somit Glaubens gemacht hat. Gott ist ja auch nur eine Spiegelung menschlicher Bedürfnisse. So sagte schon die Aufklärung des 19. Jahrhunderts. Um sich daraus zu befreien, muss man kämpfen können. Unempfindlich sein für das eigene Ich, für die eigenen Bedürfnisse. Nur so gewinnt man Schritte nach vorn. Aber es scheint so, dass die Lebenserfahrung vieler heute wohl anderes sind und unser weiches, in Watte gepackt Sein uns unfähig gemacht hat. Gemeinschaftsunfähig und lebensunfähig. Die Antwort ist der neue Kosmos, die neue Schöpfung in Gott, was alle Kirchenväter die Schau Gottes nennen. Oder jenes himmlische Jerusalem, das vom Himmel herabkommt und diejenigen entgegennimmt, die ihm entgegengehen. Alle unsere Wünsche und Sehnsüchte sind in diesem Himmel Wirklichkeit geworden, weil sie aufgesogen wurden vom Glanz der Liebe Gottes. Alle Fragen sind verstummt und überflüssig. Es bleibt nur der dankbare, schöne Gesang von Menschen, die als Ebenbild und Abglanz der göttlichen Herrlichkeit ihn spiegeln. Es gibt keine Langeweile, es gibt keine Unruhe, es gibt nur die Fülle, das Erfülltsein und die völlige Gewissheit der Vollkommenheit. In diese andere Welt Gottes kommen wir nur über die Tür Jesus, nicht als Indianer oder Aborigines, nicht als Hindu oder Buddhist, die alle die vergehende Erde verehren, die heute so und morgen doch ganz anders ist, wie unsere Physiker und Biologen uns warnend erklären. In diese andere Welt Gottes kommen wir auch nicht als Wissenschaftler oder Künstler oder über das, was man für sich privat so alles glaubt, oder über die Einhaltung irgendeiner Moral oder gar irgendein Kult mit einem erfundenen Propheten und seinen Geschichten, die man den massakrierten Völkern geklaut und in eine erfundene Kindergeheimsprache übersetzt hat, um die Spur zu verwischen. Nein, all das sind Menschen, die draußen sind. Sie kennen nicht die einzige Tür, die es gibt. Wenn man so will, die Drehtür, die zugleich drinnen und draußen ist, den Menschensohn, der zugleich Gott und Mensch ist. Nur so ist der Zugang zu Gott möglich. Daher ist die göttliche Liturgie die Antwort. In diesen Stunden überwinden wir unser Menschsein
ohne unseren inneren Scheißdreck unter den Teppich zu kehren. Wir überwinden unser Menschsein in Gott, im Sprechen und Beten und Singen und erleben den Geschmack der großen Einheit außerhalb und über unserer Welt.